den Reichsbürgern, was eine Gruppe ist, und der AfD, die eine Partei ist. Das wäre ein Unterschied. Aber Parallelen sehen Sie große Unterschiede. Naja, gegen den deutschen Staat stürzen beispielsweise. Dann machen wir an der Stelle einen Strich drunter. Hey Leute, willkommen in der Realität. Manche Journalisten können einfach nicht anders. Sie brauchen die AfD wie die Luft zum Atmen. Und Dunja Hayali, die versucht wieder mal verzweifelt, aus einem harmlosen Gespräch eine AfD-Schlacht zu machen. Im Visier diesmal Alexander Dobrindt. Doch der hat kein Interesse an diesem Spiel. Und was dann passiert, ist ein echter TV-Moment. Hayali wird eiskalt ausgelacht. So viel Fremdscham, so viel Befangenheit und trotzdem Hauptprogramm beim ZDF. Wirklich beeindruckend, wie man sich öffentlich so blamieren kann. Auf geht's! Naja, wir sehen, dass wir seit Jahren eine Überlastung feststellen bei den Kommunen, in den Sozialsystemen, in den Gesundheitssystemen. So, und darauf muss man reagieren. Und das hat die vergangene Regierung ja übrigens auch. Das heißt, die Grenzkontrollen sind ja im letzten Jahr eingeführt worden. Gegenüber der österreichischen Grenze besteht das schon lange. Wir haben immer gefordert, dass man das an allen Grenzen tun muss, um Zurückweisungen zu ermöglichen. Das ist passiert in der Vergangenheit. Damit haben wir auch Asylzahlen senken können. Wir sagen, das muss jetzt noch weiter geschehen und deswegen habe ich die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Aber noch mal nachgefragt, weil Sie haben sich, Sie dürfen mich gerne korrigieren, doch auf den Paragraph 72 berufen, oder nicht? Der Artikel 72 der Arbeitsordnung der Europäischen Union, das ist in der Normkette das, was Anwendung findet, weil wir unser Asylgesetz anwenden, den Paragraph 18 im Asylgesetz, der Zurückweisungen ermöglicht. Das ist das, was stattfindet, nationales Recht anwenden. Und es gibt eine Ausnahmemöglichkeit in den europäischen Rechten, in der europäischen Arbeitsgemeinschaft, die dafür sorgt, dass man das anwenden kann. Den nutzen wir, ja. Ich bin ein bisschen durcheinander. Also Nein, da muss man nicht durcheinander sein. Nee, aber gibt es jetzt eine nationale Notlage? Weil es gibt ja auch Unterschiede. Man kann zurückweisen, so wie es die alte Bundesregierung auch gemacht hat. Das muss man alle 6 Monate wieder neu beantragen. Dann kann man das weitermachen. Aber zu der Zeit, wenn ein Mensch an die Grenze kam und nach Asyl gebeten, gefordert hat, wie auch immer, dann musste das bei uns geprüft werden. Das ist die Dublin-III-Verordnung, by the way. Machen Sie das weiter oder sagen Sie, nein, nur noch für Frauen, Kinder und alle anderen? Also bleiben wir bei dem Beispiel Asyl. Ich komme an die Grenze und sage Asyl. Was passiert dann? Vulnerable Gruppen werden weiterhin aufgenommen. Ich bin ein junger Mann und komme und sage Asyl. Was passiert dann wird mit zurückgewiesen. Das ist das, was an Weisung an die Bundespolizei ergangen ist. Es werden Menschen zurückgewiesen, die auch Asyl beantragen bei uns, weil sie aus einem sicheren Drittstaat kommen, dort nicht verfolgt sind. Deutschland ist von sicheren Drittstaaten umgeben. Das ist unser nationales Recht. Das wenden wir an. Und was im Artikel 72 steht, da steht nichts von einer Notlage, wie Sie es gerade gesagt haben, sondern das ist eine Ausnahmemöglichkeit, die man nutzen kann, wenn man sie für erforderlich hält, um nationales Recht anzuwenden. Das ist das, was wir zurzeit tun. Aber Dublin III sagt doch, Sie müssen hier prüfen. Und dann geht es vor ein Gericht. Das dauert ein paar Wochen, bei uns leider ein paar Monate aus Gründen. Aber das ist ja gerade die Ausnahme, die ich erklärt habe. Ja. Selbstverständlich. Wir können mit dieser Ausnahme, die im Artikel 72 beschrieben ist, unser nationales Recht anwenden. Genau das tun wir. Das tun andere übrigens auch. Die Österreicher, die die Familienzusammenführung ausgesetzt haben, aktuell vor ca. 8 Wochen begonnen, letzte Woche noch mal im österreichischen Bundesrat bestätigt, berufen sich auf Artikel 72, weil sie auch genau diese Ausnahme nehmen, um der Überforderung entgegenzuwirken. Und stellen Sie damit nationales Recht über europäisches Recht? Nein, nationales Recht wird schlichtweg angewendet, weil wir es für notwendig halten in dieser Situation. Und das ist eben eine Situation, die in einer Konkurrenz auch immer bestehen kann. Deswegen sagte gerade der Artikel 72, dass er diese Ausnahmemöglichkeit bietet. Und wieso sagt dann der Bundeskanzler, wir weisen nicht alle ab, sondern es ist wie bei der EM. Da war es so, dass quasi geprüft wurde an der Grenze und wer nicht Asyl gesagt hat, der wurde zurückgewiesen. Und das ist ja
10.000-fach auch passiert. Aber jeder, der Asyl gesagt hat, musste geprüft werden. Aber es ist widersprechen Sie sich dann nicht? Nein, überhaupt nicht. Wir sind uns ja vollkommen einig. Übrigens sagt der Koalitionsvertrag genau das aus, was ich zurzeit mache. Da steht eben drinnen, dass wir auch Menschen, die Asyl begehren, zurückweisen an der Grenze. Ich habe Ausnahmen gemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass Humanität und Ordnung gleichermaßen funktionieren muss. Humanität heißt, dass eben Menschen, die erkennbar vulnerabel sind, das heißt Kinder, Schwangere, erkennbar kranke Menschen, die werden wir nicht zurückweisen. Das wollen wir auch ausdrücklich nicht an dieser Stelle. Aber andere können wir zurückweisen und das tun wir zurzeit. Das heißt, Sie setzen aber die Dublin-III-Verordnung außer Kraft. Denn die besagt, Sie müssen prüfen, wenn jemand an der Grenze, Artikel 3 Absatz 1, um Asyl nachsucht. Wir nutzen unser nationales Recht und das nationale Recht sagt eben, dass wir zurückweisen können an dieser Stelle, ja. Okay, dann machen wir an der Stelle einen Strich drunter. Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben eine Gruppe der Reichsbürger jetzt verbieten lassen. Wie viel Vorlauf hat das gebraucht? Also wie lange waren Sie da jetzt schon dran? Das ist ein Vorlauf, der geht über Monate, logischerweise. Das heißt, es hat in der letzten Wahlperiode begonnen, dass man sich dieser Gruppe genauer gewidmet hat. Jetzt stand es allerdings an, dass man dafür sorgt, dass die entsprechenden Durchsuchungen eben stattfinden. Auch das hat Vorlauf. Wenn über 800 Beamte im Einsatz sind, dann geht das nicht von heute auf morgen. Und das war eben der gestrige Tag, an dem dann das vollzogen werden konnte. Und können Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen kurz erklären, wo für Sie als Innenminister der Unterschied besteht zwischen den Reichsbürgern, was eine Gruppe ist, und der AfD, die eine Partei ist? Das wäre ein Unterschied. Aber inhaltlich, sehen Sie da Parallelen, sehen Sie große Unterschiede? Sie wissen, es wird auch darüber diskutiert, jedenfalls in der Gesellschaft, ob man die AfD verbieten sollte oder nicht. Aber den Zusammenhang, den sehe ich jetzt. Nein, aber sehen Sie sozusagen den Zusammenhang sehe ich Parallelen? jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht, Gegen geht. Den deutschen Staat stürzen beispielsweise. Wir haben hier eine kriminelle Vereinigung gestern verboten, die vor allem auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität unterwegs war, mit unerlaubten Bankensystem und Ähnliches, was dazugehört. Das hat jetzt in der Frage, wie geht man mit Parteien um, rein überhaupt nichts zu tun. Okay, Alexander Dobrindt, vielen Dank für Ihren Besuch, der Innenminister. Und heute gucken wir alle sehr gespannt auf die erste Regierungserklärung des Kanzlers um 13 Uhr. Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke Ihnen. Vielleicht steckt Dunja Hayali wirklich in einer Art AfD-Depression. Es ist, als würde sie jede politische Aussage zwanghaft gegen die AfD biegen wollen, egal wie absurd. Und das ist keine Einzelfallnummer. Das zieht sich durch jedes ihrer Interviews. Egal ob es um Migration, Energie, Ukraine oder Haushalt geht. Sie versucht krampfhaft ihren Gesprächspartnern böse Worte gegen die AfD zu entlocken. Das ist kein Journalismus, das ist Gesinnungsjagd mit Kamera. Und dann kommt Dobrindt, lässt sich nicht provozieren, lacht sie aus. Ein Satz, ein Lachen und der ganze ZDF-Moralüberbau fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Das war die Strafe, öffentlich, im eigenen Studio. Und ja, es war einfach nur peinlich. Wenn man sich so weit vom Anspruch der Neutralität entfernt hat, dann sollte man sich wirklich fragen, was man da eigentlich tut. So eine Person ist untragbar für ein gebührenfinanziertes Format. Aber leider ist genau das im ÖRR längst Normalzustand. Wenn du auch findest, dass man mit 18 € im Monat nicht für Haltungsjournalismus bezahlen will, dann like das Video, abonniere den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare. Teile dieses Video, damit es nicht wieder untergeht, wie so viele ehrliche Szenen aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn du meine Arbeit unterstützen willst, per Superthanks oder PayPal, der Link ist unten in der Beschreibung. Denn eins ist klar, wer solche Interviews führt, will keine Antworten, sondern Schlagzeilen. Und wer sich dabei so dermaßen blamiert wie Hayali, gehört nicht vor die Kamera, sondern auf die Ersatzbank. Bis zum nächsten Mal.